Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du so ein süßes kleines Täschchen mit Stoffresten nähen kannst. Hier siehst du eine kleine Auswahl meiner Stoffreste. Ich liebe es einfach, damit zu arbeiten und die neu zusammenzustellen und zu schauen, was dann da rauskommt. Und dafür habe ich jetzt hier ein Schnittmuster designt. Das ist das Schnittmuster für das Täschchen Candice. Das kannst du dir kostenlos in meinem Shop herunterladen. Das Schnittmuster besteht hier aus einmal dem Futterteil und dann dem Teil, das große ist hier für das Vlies. Darauf werden die Stoffstreifen aufgenäht. Das ist das Schnittmuster für die Streifen. Das ist etwas länger als das Vlies, damit man nicht ganz so super genau arbeiten muss, was die Länge angeht. Also, wenn du auch Lust hast, dir das Täschchen zu nähen, dann schau doch mal in meinem Shop vorbei. Dort kannst du es kostenlos herunterladen. Die Tasche ist 22 cm breit und je 5 cm hoch und 5 cm tief. Ich habe inzwischen mehrere genäht und ich benutze sie für alles Mögliche. Stifte, Schminke und halt auch Nähutensilien passen gut hinein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und Nähen. Hier siehst du alle Teile, die ich für das Schnittmuster zugeschnitten habe. Das ist einmal das Vlies, das ist aber kein Bügelvlies. Welches ich da nehme, verlinke ich in der Infobox und steht auch auf dem Schnittmuster. Dann zweimal Baumalstoff für das Futter und ich nehme hier einen Endlos-Reißverschluss, der sollte mindestens 27 cm lang sein. Und das sind die Stoffstreifen. Die habe ich schon so hingelegt, wie ich sie dann später aufnähen möchte. Ich beginne mit dem ersten Streifen. Der kommt mit der linken Seite nach unten, ganz an den Rand, Kante auf Kante, auf das Vlies. Dann wird er dort aufgenäht. Ich verwende gerne so ein Garn in Off-White zum Absteppen. Die Nähte wird man ja später sehen. Also 1 cm von der Kante nähst du nun einmal den Stoff auf das Vlies. Dann nähst du 2 weitere Nähte, jeweils im Abstand von 1 cm zur vorderen Naht. Dann nimmst du dir den nächsten Streifen, diesen legst du rechts auf rechts an die Kante von dem ersten Streifen. Das wird dann mit 1 cm Nahtzugabe zum Rand auf dem Vlies festgenäht. Jetzt nimmst du den Streifen und klappst ihn so um und ziehst ihn wirklich ganz stramm an die Naht ran. Drückst das mit Fingern glatt oder ich roll die Kante hier so. Aber das sollte schon möglichst ganz stramm sein, damit am Ende halt auch der Stoff für das Vlies reicht. Und dort wird jetzt knapp an der Kante der Stoff auf das Vlies aufgenäht und anschließend machst du noch 2 weitere Nähte, jeweils im Abstand von 1 cm zur vorderen Naht. So wird der Stoff auf das Vlies genäht. Außer beim allerersten Streifen näht man also immer einmal an der Kante und dann zweimal auf dem Stoff. Und weil man das hier auf dem Weißen so schlecht erkennt, der weiße Faden auf dem weißen Stoff, zeige ich das nochmal hier an dem schwarzen Stoff. Ich habe das also umgeklappt. Jetzt nähe ich einmal an der Kante entlang und dann 2 Nähte jeweils im Abstand von 1 cm zur vorderen Naht auf dem Stoff. Und so sieht das dann aus. Und dann kann man den nächsten Stoff anlegen. Und so weiter. Hier habe ich schon einige Streifen genäht. Dann kommt ein weiterer dran. Das geht so weiter, bis das Vlies mit den Streifen bedeckt ist. Anfang und Ende habe ich hier den gleichen Stoff genommen. Ich finde, das sieht sehr schön aus, wenn dann halt die hohen Kanten dann halt in dem gleichen Muster sind. Ich wollte das auch mal einfarbig ausprobieren. Das werde ich bestimmt demnächst mal zeigen.
Das Überstehende und die Fäden kann man jetzt mal eben abschneiden und dann geht's weiter. Als nächstes teilen wir das Stoffstück in 2 gleich große Teile, und zwar bei 12 cm. An diese Schnittkante kommt nun der Reißverschluss mit der rechten Seite nach unten, also rechts auf rechts. Den klammer ich so schon mal ein bisschen fest und dann kommt das Futterstück mit der rechten Seite nach unten auch an die Kante von dem Reißverschluss. Also der Reißverschluss liegt jetzt sozusagen im Sandwich von Futterstoff und den Stoffresten. Schön gucken, dass die Kanten alle aufeinander liegen und dann wird das dort zusammengenäht. Hierfür setze ich schon mal den Reißverschlussfuß ein. Und dann hat irgendwie meine Kamera gestreikt, deshalb geht es jetzt direkt weiter mit dem zweiten Teil von dem Täschchen. Also dann legst du das andere Schnittteil rechts auf rechts an die Kante und dann am besten darauf achten, halt, dass sich die Stoffstreifen oben am Reißverschluss mit den gleichen Mustern treffen. Dann kommt mit der rechten Seite nach unten wieder das Futter daran. Die Kanten schön aufeinander legen und dann das Ganze nähen. Jetzt zeige ich es mal. Also wie vorhin halt auch, näht man so am Reißverschluss entlang. Ich streiche das hier immer so ein bisschen glatt, damit sich das nicht so eventuell ein bisschen aufrollt. Also auch mit Oberstofftransport passiert das schon mal ein bisschen, wenn die Stoffe so unterschiedlich dick sind. Und wenn der Schieber im Weg ist, dann hebe ich kurz den Nähfuß an und schiebe den nach hinten, aber natürlich immer ein bisschen vorsichtig, weil die Enden vom Reißverschluss sind ja nicht gesichert, nicht, dass man die nachher in der Hand hat. Die Naht am Anfang und am Ende verriegeln und dann wird es so aufgefaltet und gebügelt. Die Kanten schön glatt bügeln und dann knappkantig auf beiden Seiten absteppen. Darauf achten, dass die Stoffe auch schön weit vom Reißverschluss wegliegen und dann dort auf beiden Seiten absteppen, knappkantig. Und wenn man später nicht mehr so gut daran kommt, nähe ich jetzt an dieser Stelle noch schnell mein Label auf. Und dann geht's weiter. Und zwar werden nun also erstmal der Reißverschluss ein bisschen geöffnet und dann werden die Kanten von den Stoffen rechts auf rechts aufeinander gesteckt. Erst die Stoffstreifen und dann das Futter, und beim Futter ist es natürlich wichtig, in der Mitte eine Wendeöffnung zu lassen, und die Wendeöffnung ist ca. 10 cm breit. Und dann werden die Teile dort zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Wenn dann beide Nähte gemacht sind, die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Sowohl an diesem Teil als auch an der Futtertasche. Und dann legt man hier diese Naht genau mittig auf das Ende von dem Reißverschluss und von dem Futter ebenfalls. Die Nahtzugaben liegen auseinander und die Nähte mittig auf dem Reißverschluss. Und das Ganze wird dann aufeinander geklammert. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite.
Die Tasche hat einen guten Stand durch das Vlies, aber zum Klammern ist sie auch etwas widerspenstig. Aber jetzt habe ich es geschafft. Die Klammern sitzen und jetzt werden die beiden Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Die Nahtzugaben mit den Reißverschlüssen auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und dann durch die Wendeöffnung auf rechts wenden. Nun die Wendeöffnung so zusammenstecken und dann knappkantig mit der Nähmaschine oder halt auch von Hand zusammennähen. Jetzt den Reißverschluss aufziehen an beiden Seiten und die Ecken so zu einem rechtwinkligen Dreieck zusammenlegen. Achte darauf, dass du beide Stoffe in die Ecke geschoben hast, gleichmäßig. Dann wird bei 5 cm, also von Kante zu Kante sind 5 cm, eine Nadel gesteckt und das an allen 4 Seiten. Dann werden alle 4 Ecken dort an der Nadel abgesteppt. Anfang und Ende der Naht, wie immer, gut verriegeln. So sieht das jetzt aus und das bleibt auch so. Die kleinen Ecken sind so schön versäubert und die stören auch überhaupt nicht in dem Täschchen, finde ich. Jetzt noch auf rechts wenden und die Ecken schön ausformen und dann ist Täschchen Candice schon fertig. Wenn du jetzt auch Lust hast, dir ein Täschchen zu nähen, dann schau doch mal in meinem Shop vorbei. Dort gibt es das Schnittmuster Candice kostenlos. Das ist sozusagen ein kleines Dankeschön an euch alle, die ihr mir hier schon so lange die Treue haltet und immer eure Likes da lasst und Kommentare und auch hoffentlich meinen Kanal abonniert habt. Also, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch heute. Natürlich freue ich mich auch, wenn du bei diesem Video wieder den Daumen hoch drückst und vielleicht hast du auch Lust, einen Kommentar zu schreiben. Ich freue mich darüber natürlich total. Ich lese auch jeden Kommentar und beantworte diesen. Und ja, man möchte es vielleicht nicht immer so gerne hören, aber man weiß es ja irgendwo, der Algorithmus, der mag diese Kommentare und Aktionen auf Videos natürlich auch besonders. Und dann wird das Video oft angezeigt und geguckt und darüber freue ich mich natürlich. Und so kannst du mich ganz einfach und kostenlos unterstützen. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!